ich gehe davon aus, dass es nicht zuletzt in Zusammenhang mit dem Präsidentschaftswechsel in den USA, dass es dann nicht mehr allzu lange dauern wird, dass es dazu kommt. Ich habe gehört von ukrainischen Bloggern, dass als raus war, dass Präsident Trump, also dass Trump wieder Präsident wird, dass das an der Front unter anderem ausgelöst hat, dass die Soldaten dann gesagt haben, so, also wir werden jetzt nicht, und dass sie desertieren, das ist ja schon länger der Fall, in Größenordnungen, die besorgniserregend sind, dass die sagen, wir müssen jetzt nicht mehr alles geben, um irgendwelche Stellungen zu halten, sondern wir müssen jetzt einfach nur noch sehen, dass wir diese letzte Zeit gut überleben. Und das finde ich so abartig und so tragisch und so fürchterlich, dass selbstverständlich in der Ukraine ganz viele Menschen jetzt sagen werden, wofür das Ganze? Wofür das Ganze? Wir stehen schlechter da als einen Monat nach Kriegsbeginn. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie gefährlich ist die aktuelle Lage wirklich? Und warum fühlt sich die Welt unsicherer als zu Zeiten des Kalten Krieges? Gabriele Krone-Schmalz, die man für ihre scharfen und klugen Analysen schätzt, bringt es in einem neuen Interview der Weltwoche auf den Punkt. Was steckt hinter ihrer Aussage, dass wir gefährlicher leben als je zuvor? Und was bedeutet das für die Ukraine, für Russland und vor allem für uns? Wenn ihr wissen wollt, warum sie den Westen für diese Eskalation mitverantwortlich macht und welchen unbequemen Wahrheiten sie ausspricht, dann bleibt dran. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr zu ihren Aussagen steht. Ich bin super gespannt auf eure Meinung. Auf geht's! Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich begrüße Sie heute aus Berlin mit einem hochinteressanten Gast, einem gern gesehenen Gast in unserer Sendung. Es ist Gabriele Krone-Schmalz, die berühmte ARD, ehemalige Korrespondentin in Moskau. Sie war von 1987 bis 81, war sie 91, entschuldigen Sie bitte, war sie Korrespondentin in Moskau, gerade während dieser Wende. Ost-West, Eisernen Vorhang, Fall des Ende des Kalten Krieges. Jetzt ist sie immer noch, glaube ich, Professorin, Herausgeberin von verschiedenen Büchern, Russland-Büchern, unglaublich beliebten Bestsellern sogar. Am Montag, dem 16. Dezember, habe ich mir sagen lassen, kommt ein Film, ein Dokumentationsfilm über sie heraus, der heißt, Titel Gabriele Krone-Schmalz, Gedankenstrich verstehen. Jetzt sitzt sie neben mir, Frau Krone-Schmalz, frage ich Sie natürlich gleich, bei diesem Film Gabriele Krone-Schmalz verstehen, was muss man über sie wissen, um sie zu verstehen? Oh, das ist ja, ich meine, das ist wirklich schwer zu beantworten. Zuhören. Wenn man mir zuhört, versteht man, glaube ich, ziemlich schnell, wie ich meinen Job verstehe. Ich habe zwei Begriffe, die sich mit meinem Job verbinden. Das eine ist Panoramablick, das andere ist Perspektivwechsel. Ich glaube, damit kommt man ganz gut klar in dem Bereich. Und was die andere Seite, die in diesem Film eben auch eine Rolle spielt, ist so eine persönliche. Also ich bin zum Beispiel an meinem Geburtsort wieder zurückgekehrt und habe alte Bekannte getroffen. Und halt, dass man hinter der Arbeit auch ein bisschen den Menschen sieht. Vielleicht versteht man dann besser, warum ich was wie mache. Wir haben vielleicht die Berichte über Sie vor allem in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch in den letzten Jahren mitbekommen hat, dann kommt man da um diese Begriffe Putin, Versteherin, Russland, Versteherin, kommt man da nicht drum herum. Was ist das falscheste Vorurteil, die größte Fake News, die über Sie in den Medien herumgeistert? Ja, ich würde es allgemeiner machen. Wenn man Putin-Versteher als ein Schimpfwort bezeichnet, dann hat man irgendwie nicht so richtig viel begriffen. Weil Verstehen ist für mich die Grundlage überhaupt, um Dinge erklären zu können, um Dinge verständlich zu machen, ohne dafür Verständnis haben zu müssen. Also diese Differenzierung, die fehlt ja. Genauso, wenn man was erklärt, dass dann jemand meint, das musst du aber nicht rechtfertigen. Erklären und rechtfertigen sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Also Verstehen ist für mich
Die Grundlage nicht nur im menschlichen Zusammenleben, familiär, gesellschaftlich, das ist wirklich die Basis, aber natürlich selbstverständlich auch in der Politik. Wenn ich intelligente Entscheidungen treffen möchte und muss, dann muss ich ja erstmal begreifen, worum es überhaupt geht. Und ohne Verstehen geht es nicht. Jetzt sind wir schon fast mittendrin im dritten Kriegswinter in der Ukraine. Russland gegen die Ukraine, West gegen Ost. Wie verstehen Sie die aktuelle Situation? Wie würden Sie da die Lage beurteilen? Grauenvoll, wenn ich es menschlich ausdrücken darf. Es ist absolut grauenvoll, weil im Grunde sich ja jetzt etwas abzeichnet, was wir nach einem Monat nach Kriegsbeginn hätten haben können, nämlich einen Waffenstillstand. Wenn man sich erinnert, ne, wer sich daran erinnert, einen Monat nach Kriegsbeginn, Stichwort Istanbul, Stichwort Verhandlungen und dann eben leider Gottes die weitere Entwicklung, die aufgrund eines NATO-Sondergipfels dann dazu geführt hat, dass es nicht dazu gekommen ist. Das ist ja damals nicht an Russland gescheitert, muss man ja auch mal wieder wiederholen. Und dass jetzt so lange Zeit Menschen getötet wurden, Menschen verletzt wurden, Menschen traumatisiert wurden, um im Endeffekt in einer für die Ukraine viel schlechteren Situation mehr oder weniger doch zu einem Waffenstillstand zu kommen. Ich gehe davon aus, dass es nicht zuletzt in Zusammenhang mit dem Präsidentschaftswechsel in den USA, dass es dann nicht mehr allzu lange dauern wird, dass es dazu kommt. Ich habe gehört von ukrainischen Bloggern, dass als raus war, dass Präsident Trump, also dass Trump wieder Präsident wird, dass das an der Front unter anderem ausgelöst hat, dass die Soldaten dann gesagt haben, so, also wir werden jetzt nicht, und dass sie desertieren, das ist ja schon länger der Fall, in Größenordnungen, die besorgniserregend sind, dass die sagen, wir müssen jetzt nicht mehr alles geben, um irgendwelche Stellungen zu halten, sondern wir müssen jetzt einfach nur noch sehen, dass wir diese letzte Zeit gut überleben. Und das finde ich so abartig und so tragisch und so fürchterlich, dass selbstverständlich in der Ukraine ganz viele Menschen jetzt sagen werden, wofür das Ganze? Wofür das Ganze? Wir stehen schlechter da als einen Monat nach Kriegsbeginn. Und wofür haben wir unsere Knochen hingehalten und unsere Leute geopfert? Zelensky hat auch unlängst erstmals von der Bereitschaft auf Gebietsverzicht gesprochen, hat das angedeutet. Ist das für Sie eine Good News jetzt in diesem Krieg? Ist das Augenwischerei? Wie deuten Sie diese Aussage von dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky? Ich bin da sehr zurückhaltend und ein bisschen skeptisch. Er sagt zwar jetzt in letzter Zeit wieder, nimmt vermehrt das Wort Verhandlung in den Mund. Wenn ich nicht irre, ist trotzdem immer noch sein Erlass in Kraft, dass man mit Putin nicht verhandeln darf. Aus der Nummer muss er ja auch irgendwie raus, rein formal. Er sagt, dass er also mit Gebietsverlusten in irgendeiner Form umgehen kann, das schon. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, dass der Rest der Ukraine dann möglichst schnell NATO-Mitglied werden sollte oder dass er überhaupt nur dazu bereit ist zu verhandeln, wenn diese Perspektive klar ist. Und was mich auch sehr irritiert, er ist ja vor einiger Zeit durch Europa getourt und bei der UNO gewesen und hat immer, und macht es ja heute noch, spricht immer von seinem Siegesplan. Also ich fände es irgendwie angemessener, wenn er von einem Friedensplan reden würde und nicht von einem Siegesplan. Denn wer jetzt noch nicht begriffen hat, dass dieser Krieg nur Verlierer produziert hat, ja. Würden Sie sagen, jetzt nach fast 3 Jahren Krieg in der Ukraine, die Lage spitzt sich zu, wird immer gefährlicher, die Eskalationsspirale, die berühmte, von der so oft geschrieben wird, spitzt sich zu, die dreht weiter, oder entspannt sich die Lage allmählich? Ist da auf eine gewisse Beruhigung, Abtemperierung erkennbar? Ich fürchte, es ist alles drin. Eine gewisse Abkühlung und Befriedung ist sicher drin, aber auf der anderen Seite macht mir große Sorgen, dass bei einigen Akteuren in dieser Geschichte die Erkenntnis ja nun langsam reift, dass die Ziele nicht erreicht wurden, also auch jetzt von westlicher Seite. Und dass dann in einer solchen Situation nicht mehr die Ratio bestimmt, was man macht, sondern eher die Panik.
Wenn sich immer noch Menschen hinstellen und sagen, ja, aber die Ukraine muss gewinnen und wir müssen eben noch einen Schlag drauflegen, was die Waffen betrifft und dann doch Taurus und wenn nicht, dann das und so. Diese Dinge können nach meiner Einschätzung so eine Selbstläuferqualität entwickeln, dass man das nicht mehr einfangen kann. Dann spielen auch solche fürchterlichen Dinge eine Rolle wie Gesichtsverlust oder sowas. Ja. Also von daher, so schlimm ich das auch finde, aber ich fürchte, es ist beides drin. Ich hoffe natürlich darauf, dass es sich jetzt befriedet. Wo würden Sie sagen, ist aktuell die gefährlichste Variable in dieser Gleichung oder Ungleichung aktuell drin? Ist das Russland? Ist das Kiew? Ist das Washington? Sind das die Europäer mit Frankreich und Großbritannien, Deutschland? Wo sehen Sie da am meisten Sprengstoff? Ich fange mal mit der EU an. Und ich hänge mich jetzt weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wie unintelligent muss man eigentlich sein? So jemand wie Kaja Kallas, die ehemalige estnische Ministerpräsidentin, eine gnadenlose Scharfmacherin, zur neuen EU-Außenbeauftragten zu machen, statt nach jemand Ausschau zu halten, der noch weiß, wie Diplomatie geht. Also das finde ich schon mal sehr besorgniserregend. Was die USA betrifft, ist es wirklich schwierig. Es ist Spekulation. Ich habe schon den Eindruck, dass es nicht das Interesse der USA ist, das zu eskalieren, zu einem dritten Weltkrieg zu kommen. Das glaube ich schon. Aber ob es einem unterläuft, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ich würde gerne einen Rückgriff machen auf die Geschichte. Und zwar, es hat ja schon mal eine sehr, sehr dramatische Situation gegeben, damals Anfang der 60er Jahre, als die Sowjetunion auf Kuba Atomraketen stationieren wollte bzw. hat. Und da waren wir ja wirklich kurz davor, dass es knallt. Und wir hatten es auf US-amerikanischer Seite mit dem Präsidenten John F. Kennedy zu tun und auf sowjetischer Seite mit Nikita Chruschtschow. Und die beiden haben es geschafft, kurz vor Schluss es noch hinzubiegen, dass es nicht dramatischer wurde. Die Sowjets haben die Raketen von Kuba zurückgezogen und die Amerikaner die aus der Türkei. So. Und Kennedy, deswegen erzähle ich das, und Kennedy hat nach dieser Sache gesagt, wenn ich eins daraus gelernt habe, dann, dass man eine Atommacht nicht in die Enge treiben darf. Und das sollten sich vielleicht ein paar Politiker auf deutscher Seite, auf europäischer Seite, auch USA, aber die lasse ich jetzt mal raus, mal vor Augen führen, diesen Ausspruch, wenn sie sich so vehement äußern mit Blick auf noch stärkere Waffen, noch mehr Waffen und weitreichendere Waffen und natürlich auch auf russischem Gebiet einsetzbar. Ja. Gut, aber von den USA kann man ja auch sagen, die haben jetzt erst gerade den Entscheid gefällt, weitreichende Raketen, den Einsatz zu erlauben, dass man da Ziele in Russland beschießen oder angreifen darf. Wissen Sie, warum Joe Biden das jetzt zum Ende seiner Amtszeit noch gemacht hat? Ich überlege mir, wie ich da höflich darauf antworte. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ob er das selber noch ist, ob das in seinem Umfeld so ist, ob das auch eine Art panikartige Reaktion jetzt zum Ende seiner Amtszeit, um noch irgendwie Dinge zu Ende zu bringen, die dann unter Trump nicht mehr machbar sind. Aber wo das hinführen soll, also mir fällt es wirklich schwer, darauf eine sinnvolle und auch höfliche Antwort zu geben. Sie haben ja gesagt, haben jetzt auf die Kuba-Krise zurückverwiesen, wo man sich dann doch noch geeinigt hat, beziehungsweise zumindest mal miteinander gesprochen hat, um das Schlimmste abzuwenden. Jetzt haben Sie eingangs erwähnt, dass da die Soldaten an der Front von der Ukraine, die haben jetzt nicht gerade sehnlichst oder frenetisch diesen Wahlentscheid in den USA gefeiert, doch mit einer gewissen positiven Note zur Kenntnis genommen, dass sie eigentlich kriegsmüde sind, dass man da Verhandlungen will. Wo klemmt es aktuell? Welche Konstante wieder in dieser Kriegsgleichung oder Ungleichung blockiert? Was müsste da, welches Zahnrad müsste da wieder zum Laufen bringen, dass diese Ost-West-Blockade sich allmählich löst? Ich glaube, dass man das nicht in 1, 2 Sätzen sagen kann. Ich glaube, dass das wirklich ein Ineinandergreifen von vielen, vielen Zahnrädern ist und dass sich die auch eben gleichzeitig bewegen müssten, damit es nicht hakt.
Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass diplomatische Kanäle, die man in den Hochzeiten des Kalten Krieges am Laufen gehalten hat, dass es die nicht gibt. Ich habe immer mal wieder versucht, einige Entscheidungsträger danach zu fragen, so nach dem Motto, es muss doch unter der Decke irgendwo was laufen. Ne? So, ja, nicht, dass ich wüsste. Also die Situation, die wir heute haben, ist aus meiner Sicht gefährlicher als in den Hochzeiten des Kalten Krieges, weil da hat es Kanäle gegeben und da hat es trotz allem ja doch auch Gespräche gegeben, was Abrüstung betrifft. Fast alle Abrüstungsverträge sind gekündigt, nicht von Russland, von den USA. Das ist eine ganz andere Situation, die wir jetzt haben. Es ist alles wirklich aus dem Ruder gelaufen und müsste neu sortiert werden. Und wer soll das machen? Dafür braucht man stabile Persönlichkeiten an den Entscheidungshebeln. Und da muss man jetzt mal gucken, wer das jetzt gerade auch mit Blick auf Deutschland, wer denn das sein könnte. Mit Blick auf Russland nach Moskau hat man ja nach diesem Entscheid von Joe Biden mehr oder weniger rabiate Drohungen und Wortmeldungen gehört, dass man bereit sei, bis zum Äußersten zu gehen, dass man also wirklich jetzt die letzte Warnung ausgesprochen habe. Wie deuten Sie so diese Stimmung in Moskau aktuell? Hat man sich einer roten Linie, von der oft schon die Rede war, mittlerweile nahezu gespenstisch nah genähert? Ist die bereits überschritten? Wie würden Sie diesen Geduldsfaden in Moskau beurteilen? Ich fange vielleicht mal so an. Es ist eine gewisse Unlogik darin, dass auf der einen Seite, auf westlicher Seite immer so argumentiert wird, die drohen ja nur, ne? Ständig sind sie dran, das und das und das und eigentlich reden sie ja nur und drohen ja nur. Also das kann man noch ein bisschen ausreizen, da passiert ja sowieso nichts. Auf der anderen Seite ist die westliche Argumentation, oh, unsere Freiheit und unsere Demokratie wird in der Ukraine verteidigt. Also die Angst wird geschürt, dass der Expansionsdrang Russlands über die Ukraine hinaus vorhanden ist und dass man sich dagegen wappnen muss, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ich würde mich nicht darauf verlassen, oder ich fange anders an, ich habe den Eindruck, dass man in Russland auch überhaupt kein Interesse an einer Eskalation hat, aus vielen, vielen Gründen. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das hält, wenn die Provokation und die Bedrohung immer weiter zunimmt. Was man im Westen oder was viele im Westen offenbar irgendwie nicht wahrhaben wollen, die nur auf diesem Trip sind, in Moskau ist man Imperialismus, das ist alles, was wir wollen. Was viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, ist, dass es auch bei Russland ein Sicherheitsbedürfnis gibt und gab. Und das wurde eigentlich nie richtig ernst genommen. Man hat immer gesagt, oh, das große Land, wer soll denn das bedrohen? Ja, die sind wirklich nur auf dem imperialistischen Trip und mit Sicherheitsarchitektur, also Quatsch. Man muss sich doch nur mal anschauen, wenn man die USA und Russland vergleicht, die sicherheitspolitische Situation der USA und die von Russland. Die USA haben westlich und östlich ihres Landes einen Riesenozean. Im Norden grenzen sie an Kanada, NATO-Mitglied, und im Süden an Mexiko. Ja, das ist die Situation der USA. Wie sieht denn das bei Russland aus? Russland sitzt auf einer riesigen Landmasse mit über 20.000 Kilometern Landgrenze, die über weite Strecken wirklich schwer zu verteidigen ist. Russland hat 14 Nachbarn, wenn ich nicht irre, nicht 2, mit denen die Beziehungen oftmals auch sehr belastet sind. Dass das zu einer anderen Befindlichkeit führt, das liegt doch auf der Hand. Und es geht meines Erachtens gar nicht mal unbedingt darum, dass eine konkrete Bedrohung vorliegt. Also so nach dem Motto, wenn dann die NATO sagt, ja, wir bedrohen doch Russland nicht, ist ja Quatsch, wir verteidigen ja nur. Es geht gar nicht darum, dass eine konkrete Bedrohung vorliegt, sondern es geht meines Erachtens darum, dass man ein Bedrohungsgefühl hat, dass man so etwas, so eine Befindlichkeit. Und die führt dann dazu, dass man bestimmte Aktionen der Gegenseite nicht defensiv wahrnimmt, sondern als Vorbereitung einer Aggressivität. Das ist ja weitgehend eigentlich der Tenor und die große Sorge, dass eben dieser Expansionsdrang, dass quasi die russischen Truppen schon fast vor den Toren Berlins stehen. Wie können Sie da
entwarnen, dass dem eben nicht so ist, dass das nicht die Intention Russlands ist. Es wird ja immer gewarnt von diesem Europa-Feldzug. Warum ist das nicht der Fall? Ich denke, da muss man sehr unterscheiden, ob jemand politisch argumentiert mit einer bestimmten Zielsetzung oder ob jemand wirklich eine nüchterne Lageanalyse vornimmt. Und nüchterne Lageanalysen, da kann man sogar den bisherigen NATO-Generalsekretär, helfen Sie mir mit dem Namen, komme ich gerade nicht drauf. Harald Kujat. Nee, NATO-Generalsekretär. Jens Stoltenberg. Ja, danke, genau. Der hat sogar auch gesagt, von Russland geht derzeit keine Bedrohung aus. In Strategiepapieren der USA, also nüchterne Lageanalysen, haben eine ganz andere Aussage als diese politisch motivierten, pseudowissenschaftlichen, es tut mir leid, Expertisen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden. Jetzt meldet sich ja Moskau, die entscheidenden Personen wie ein Putin, ein Lavrov, nicht so häufig in westlichen Medien. Jetzt ist aber unlängst allerdings Tucker Carlson nach Moskau geflogen und hat, nachdem er schon Putin-Interview hat er den Außenminister Lavrov getroffen. Da waren die Schlagzeilen auch wieder so gedreht, dass da Drohungen ausgesprochen werden. Was ist Ihre entscheidende Erkenntnis aus diesem Interview mit Lavrov? Um was geht es da konkret? Ich habe das Ganze noch nicht gesehen, aber ich würde mir wünschen, dass Aussagen von russischer Seite, sei es Lavrov, sei es Putins Reden, dass man die in den diversen Kanälen, die wir ja haben, Phoenix zum Beispiel, dass man die als deutscher Bürger zur Kenntnis gebracht bekommt und dann selber daraus seine Schlüsse ziehen kann. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Es hat bei dem letzten Treffen der BRICS Plus in Kasan in Russland, der Staaten, hat es ja hier auch eine, ich sag mal, reduzierte Berichterstattung gegeben, die eher so von oben herab, so Selbsthilfegruppe, die sich da trifft und so. Fand ich schon mal nicht angemessen. Ganz konkrete Geschichte. Die Abschlusspressekonferenz war, so viel ich weiß, war so geplant, dass keine Fragen zugelassen waren, keine Journalistenfragen zugelassen waren. Putin hat sie trotzdem zugelassen und es hat dann so einen gewissen Dialog gegeben. Warum überträgt man sowas nicht? Dann kann sich jeder seine eigenen Schlüsse daraus ziehen, was dort gesagt wurde. Und ob man dann Drohungen, die gesagt werden, in irgendeiner Form einsortiert, ob man Angebote, die ja auch gesagt werden, wie man die dann einordnet. Also ich finde, es ist das Normalste von der Welt, in einer Gesellschaft, die sich so versteht wie unsere, dass man diese Dinge seinem Publikum anbietet und die Menschen nicht von vornherein für so dämlich hält, dass sie auf irgendwelche Lügen oder Fake News oder ich weiß nicht was hereinfallen. Das würde ich mir wünschen. Wir können ja streiten über alles Mögliche, aber man muss wenigstens die Dinge, über die es sich zu streiten lohnt, erstmal auf den Tisch bringen. Um was geht es Russland? Um was geht es Wladimir Putin? Was sind Stand heute, nüchtern betrachtet, wortlautgemäß von mir aus, was sind da die Kriegsziele, um was geht es Russland? Ich weiß nicht, was Herr Putin heute denkt, aber ich denke, dass das russische Interesse nach wie vor ein angemessener Platz in einer neuen Sicherheitsarchitektur ist. Dass die sich auf ihren Kram konzentrieren können und nicht ständig überlegen müssen, wer ihnen wo ins Knie tritt. Und das bezieht sich ja auf einige Teile dieser Welt. Darüber vernünftig, ohne Schaum vorm Mund, nüchtern, sachlich, logisch zu debattieren. Für meine Begriffe Friedenspolitik, alle sagen ja, auch selbst die für Waffenlieferungen sind, sagen ja, wir wollen auch Frieden, klar. Friedenspolitik ist für mich nichts anderes als ein funktionierender Interessenausgleich. Das hat nichts mit Moral oder so zu tun, sondern es ist ein funktionierender Interessenausgleich. Und darüber muss man debattieren. Eingangs haben Sie gesagt, dass der Westen langsam aber sicher realisiert, dass er diese Kriegsziele, die anfangs gesteckt worden sind, nicht erreicht, dass es da langsam dämmert. Wie ist es auf der russischen Seite? Würden Sie sagen, Putin kommt seinem Kriegsziel, seinem Ziel anfänglich, das er gesteckt hat, das Sie jetzt eben gerade beschrieben haben, allmählich näher? Hat er es erreicht?
Naja, sagen wir mal so, er würde es erreichen, also bestimmte Gebiete, russischsprachige Gebiete sind für meine Begriffe weg. Also über die Krim wird auch, ich denke mal, die nächsten 10, 15 Jahre auch niemand anders so entscheiden. Entscheidend wird dann aber in der Tat sein, in welche Sicherheitsarchitektur die Ukraine eingebunden wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Restukraine, es hört sich jetzt so furchtbar an, aber das, was von der Ukraine dann letztlich übrig bleiben wird, dass das Mitglied der NATO wird. Und zwar gar nicht unbedingt nur, weil Russland das nicht akzeptieren würde, wollte, wie auch immer, sondern auch, weil ja einige NATO-Mitglieder sehr wohl sehen, dass sich durch eine Mitgliedschaft der Ukraine nun wahrlich nicht die Sicherheit dieses Bündnisses erhöht. Und das steht ja da auch drin, ne? Das ist ja ein Kriterium, warum man ein neues Land aufnimmt. Also wenn das vom Tisch ist und wenn man sich eine auch für die Ukraine verlässliche Situation erarbeitet, was die territoriale Integrität der dann existierenden Ukraine betrifft, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eine Basis ist, die ein bisschen nachhaltiger ist als das, was wir hatten. Jetzt ist es so, mit Putin sprechen nur die wenigsten. Tucker Carlson hat es gemacht, westliche Journalisten sind da eigentlich gar nicht daran interessiert. Der Weltwoche-Chefredakteur Roger Köppel hat es in letzter Zeit geschafft, mit Putin ins Gespräch zu kommen. Er hat ihn nicht nur etwas gefragt, er hat ihn vor allem auch kritisiert. Er hat dem russischen Staatschef gesagt, er vernachlässige die Kommunikation mit der Öffentlichkeit in Westeuropa. Wenn Sie jetzt Russland... Was hat er denn geantwortet? Was denn? Ja, aber er ist mehr oder weniger ein bisschen ausgewichen, aber hat das zumindest zur Kenntnis genommen, würde ich jetzt mal sagen. Was würden Sie aktuell bei Russland negativ attestieren? Wo sehen Sie da den zentralen Fehler? Warum ist das Land, warum ist dieser Präsident derart verteufelt? Warum will niemand mit ihm reden, geschweige denn verhandeln? Oder gehen Sie mit Roger Köppel da einig, dass das eine quasi missglückte PR-Kampagne ist Russlands? Russland hat nach meiner Erfahrung und nach meinem Eindruck schon immer eine etwas ungeschicktere Pressepolitik gemacht als westliche Länder. Das lässt sich aus der Geschichte auch erklären, warum das so ist. Das war ja nicht nötig. So. Was ich aber entscheidend finde, ist, was das Verhältnis zwischen West und Ost, und man dachte ja, wir haben die West-Ost-Konfrontation überwunden, dass diese Freund-Feind-Bilder, dass dieses Denken, das Denken des Kalten Krieges, dass das ganz schnell wieder da ist, dass das eben nicht überwunden war. Es war eine kurze Phase zu Zeiten Gorbatschows, da waren ja vor allen Dingen in Deutschland, die waren ja besoffen vor Glück, was jetzt alles möglich ist. Aber das hat nicht ausgereicht, um ein stabiles, vernünftiges neues Verhältnis zu etablieren. Diese alten Geschichten sind ganz schnell wieder da aus dem Kalten Krieg und man muss sich ja auch nur Überschriften angucken oder vielleicht auch demnächst wieder Plakate, ne, die Russen so mit als dämonisierte Barbaren. Das macht es schwer. Ich meine, das wissen Sie ja selber. Das dann in der Argumentation heißt es ja auch, wenn Putin mal irgendwas Vernünftiges sagt, Angebote macht, dann nützt das ja auch nichts, weil die Reaktion hier ist ja, der lügt ja sowieso. Mhm. Er hat ja auch gesagt, das und das hat er ja auch nicht gemacht. Also Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Wenn man dann nicht irgendwann mal eine Nulllinie macht und versucht, im Sinne derjenigen, die jetzt massiv darunter leiden, einen neuen Anfang hinzukriegen, dann weiß ich nicht, wo das enden soll. Wenn Sie Putin eine Frage stellen könnten, was würde Sie interessieren? Wenn es mir einfiele jetzt, würde ich es Ihnen wahrscheinlich trotzdem nicht verraten. Und wie analysieren Sie diesen Mann? Der wird ja, Autokrat ist ja gerade noch eine harmlose Bezeichnung. Wie würden Sie diese Staatsform in Russland analysieren, die ja von Diktatur bis zu Unterdrückerregime bis zu weiß ich nicht was reicht? Was ist das für ein Staat, für eine Form und was ist das für ein Herrscher in Moskau?
Das ist jetzt schwer, das so in der Situation in 2 Sätzen gerecht zu werden. Es hat vor einiger Zeit, weiß nicht, 2, 3 Jahre her oder so. Es gibt eine russische Politikwissenschaftlerin, die heißt Schulmann. Und die hat auf eine ähnliche Frage, also was haben Sie da eigentlich in Russland, ja? Was ist denn das überhaupt? Da hat sie gesagt, wir haben ein hybrides System. Es ist weder natürlich also eine Demokratie, das ist es nicht. Es ist aber auch keine Diktatur. Es ist so ein Mittelding. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, darauf eine befriedigende Antwort zu geben. Die innenpolitische Situation in Russland finde ich erschreckend. Auch irgendwie völlig unnötig, wenn man sich überlegt, wie weit diese Gesellschaft schon mal war, Ende der 80er Jahre. Anfang der 90er ging es dann so mehr oder weniger in eine falsche Richtung. Ich bin ja nach wie vor der Auffassung, dass, wenn der politische Westen in der ersten Amtszeit Putins ein kooperatives Verhalten an den Tag gelegt hätte, dann hätte diese Gesellschaft eine bessere Chance gehabt, sich umzustrukturieren. Weil eine Gesellschaft kann sich viel freier entwickeln, wenn sie sich eingebettet fühlt und nicht umzingelt. Also ich glaube schon, dass das mit eine Rolle gespielt hat. Aber ist dieses Russland im weitesten Sinn, ich weiß es einfach, ich war noch nie in Russland, sagen wir es so, ist das mehr bei einer Diktatur, hat das gewisse Demokratieelemente, da gibt es ja Wahlen. Ist es ein Mittelding zwischendrin, näher bei der Diktatur? Wie sehen Sie so diese Abstufung? Ich glaube tatsächlich, dass man da mit dem Begriff Hybrid weiterkommt und dass es auch sehr große Unterschiede gibt, je nachdem, in welchem Bereich in Russland Sie sich aufhalten, in welchen Städten oder ländlichen Gebieten oder wie auch immer. Aber ich drehe es nochmal um. Egal wie man etwas nennt, entscheidend ist doch, wie Menschen leben, wie sie zurechtkommen, wie sie ihr Leben gestalten können. Dass das in Russland zum Teil jetzt so ist, dass man das nicht haben möchte, dass es da maßlos viel zu kritisieren gibt, das ist alles richtig, das ist alles gut. Nur wogegen ich mich wehre, ist, sich hinzustellen als Westler und zu sagen, so wie ihr das macht, Igitt und Menschenrechte und furchtbar, stimmt alles, nur es nützt ja nichts, um das dann zu verbessern. Wenn man mal so zurückgreift, die sogenannte neue deutsche Ostpolitik, ja, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, verbunden mit so Namen wie Willy Brandt, Egon Bahr und. Die haben einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Wenn Sie sich überlegen, 1968 hat die Sowjetunion die Tschechoslowakei mehr oder weniger überfallen, ja, die Zustände, die es da gab, das war grauenvoll. Nichtsdestotrotz hat es unmittelbar danach direkte Gespräche zwischen Deutschland und der Sowjetunion gegeben, um die Lage für die Menschen zu verbessern. Darum geht es doch nur. Wissen Sie, Prinzipien kann ich auch formulieren, aber dass das konkrete Leben konkreter Menschen verbessert wird, darum geht es. Eine wichtige Aussage haben Sie gemacht, wo Sie gesagt haben, man hätte sich in der ersten Amtszeit Putin eher annähern sollen, so in übertragenen Sinn. Da hat man Chancen verpasst, sagen wir es mal so. Wenn man jetzt diese russische Perspektive, diese Perspektive Putins mal analysiert, wie würden Sie diesen Einmarsch in der Ukraine vor fast 3 Jahren werten? War das alternativlos aus der Sicht Putins? Hat er sich da schon so sehr in die Ecke gedrängt gefühlt, dass er gar nicht mehr anders konnte, dass es ein Muss war für die Ukraine? Hatte er da noch andere Optionen? Dass wir diesen Angriff verurteilen, falsch finden, ist klar. Aber wie ist da die russische Sicht? War das aus seiner Sicht, aus der Sicht Moskaus, ein alternativloser Einmarsch in die Ukraine, ja oder nein? Ja, ich habe es immer nicht so mit Ja oder Nein. Aber ich bin bis heute noch dabei zu überlegen, was hat ihn dazu gebracht, zu dem Zeitpunkt das zu machen. Und es spricht natürlich schon eine ganze Reihe dafür, dass es, wenn Sie es alternativlos nennen, es hat ja im Dezember davor, hat es ja
unglaubliche Aktivitäten diplomatischer Art, Versuche gegeben, mit den USA da auf irgendeinen Nenner zu kommen. Da ist er ja nicht mit gelandet. Was ich interessant fand, vor gar nicht allzu langer Zeit hat in der New York Times ein Artikel gestanden, in dem so in etwa, ich zitiere mal aus dem Gedächtnis, geschrieben wurde, dass so 12 geheime CIA-Basen unmittelbar an der ukrainisch-russischen Grenze, die es seit 8 Jahren gibt oder was, dass die eine Schlüsselrolle gespielt haben sollen, warum Putin dann zu dem Zeitpunkt gesagt hat, so und nun ist aber jetzt mal Feierabend, jetzt machen wir das. Denn strategisch sinnvoll ist es ja nicht gewesen. Es war ja eigentlich auch nicht in russischem Interesse, in mehrfacher Hinsicht nicht. Und wenn man die Ukraine hätte sich einverleiben wollen, was ja immer noch behauptet wird, dass Russland das eigentlich möchte, dann hätte man sinnvollerweise das 10 Jahre vorher gemacht, weil dann hätten sie eine größere Chance gehabt, das durchzuziehen und nicht erst zu warten, bis die Ukraine entsprechend aufgerüstet ist. Mit was für Gefühlen blicken Sie aktuell nach Amerika, wenn Sie da an einen neu gewählten, alten US-Präsidenten Donald Trump denken? Ist das ein Hoffnungsträger aus Ihrer Sicht? Ist das jemand, der so unberechenbar ist, dass es einem Angst und Bang wird? Wie beurteilen Sie diesen, ja, vielleicht unberechenbaren Guy in Amerika? Sagen wir mal so, es hat ein bisschen was Perverses, dass man mit dem Präsident Trump Hoffnungen verbindet, dass der Krieg schneller zu Ende ist. Und Sie trauen ihm tatsächlich zu, dass das klappt? Warum nicht? Warum nicht? Mir ist nur aufgefallen, dass er bei der jetzigen Amtszeit etwas anders vorgegangen ist als bei seiner ersten. Er hat jetzt jede Menge Personal ausgetauscht. Ob das gut ist oder schlecht ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber es ist anders als bei der ersten Amtszeit, wo er ja dann ganz schnell in dem, was er angekündigt hat, gebremst wurde. Er hat ja kurz vor seiner Wahl oder mit als Wahlkampfthema auch, er hat ja gesagt, es liegt im US-amerikanischen Interesse, gute Beziehungen zu Russland zu haben. Hat er recht. Auch wenn es Trump gesagt hat, hat er recht. Es liegt im Interesse der USA, gute Beziehungen zu Russland zu haben. Nur damit hat er ja dann nicht landen können. Und will da nicht ein ganz neues Fass aufmachen, aber es interessiert mich, weil Sie da wahrscheinlich auch was dazu zu sagen haben. Syrien, was für eine Rolle spielt Syrien, spielt dieser Sturz des Regimes, des Machthabers Assads in diesem Krieg in der Ukraine mit Russland? Was ist da die Rolle von Syrien in diesem ganzen geopolitischen Machtverschiebeakt? Also ich habe in meinem Job gelernt, nur über Dinge zu reden, von denen ich was verstehe. Und von Syrien, was im Moment sich da abspielt, da bin ich noch nicht genug firm drin, um da etwas Substanzielles dazu sagen zu können. Ich bin nur sehr vorsichtig, was diese ganzen sogenannten Hoffnungen betrifft. Ich kann das verstehen, aber noch ist da gar nichts zu Ende. Und da bin ich wahrscheinlich nicht alleine, was mir große Sorgen macht, sind die militärischen Aktivitäten, die von Israel ausgehen, die von der Türkei ausgehen und wie man dann damit zusammen die Hoffnung verbindet, dass diejenigen, die jetzt die Macht übernommen haben, da ein stabiles Gebilde draus formen können. Also da ist noch viel im Fluss. Viel im Fluss ist auch in Europa. Blicken wir noch auf den Kontinent, wo wir uns gerade befinden. Da werden Stimmen immer lauter nach Truppen in der Ukraine. Friedenstruppen werden sie genannt. Annalena Baerbock hat Friedenstruppen angesprochen, die sie vielleicht entsenden möchte. Deutsche Soldaten, Frankreich, Großbritannien sprechen auch relativ offen darüber. Was für Gedanken haben Sie, wenn Sie solche Voten hören? Ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos. Ich habe neulich jemand hören, das sei mental leicht überschaubar. Auf die Art und Weise kann man höflich ausdrücken, was man davon hält. Ich wünsche mir, muss ich sagen, dass vor allen Dingen junge Menschen, denn um deren Zukunft geht es, dass junge Menschen wirklich massenhaft auf die Straße gehen und friedlich dafür demonstrieren, dass sich diejenigen, deren Job das verdammt nochmal ist, hinsetzen und reden und auf die Art und Weise Probleme bewältigen, die sie sich zum Teil selbst geschaffen haben.
In nicht wenigen Tagen findet in Deutschland die Vertrauensfrage statt. Da haben wir Kanzler Scholz, der quasi die Abgeordneten fragt, vertraut ihr mir oder vertraut ihr mir nicht? Friedenskanzler, Fragezeichen, man weiß es nicht. Sein Gegenpart, sein Mitstreiter Friedrich Merz ist relativ offenkundig für Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine. Wie würden Sie die aktuelle Stimmung in Deutschland beurteilen? Wie nehmen Sie so diese Debatte wahr? Wird das zu hoch gehängt, diese Taurus-Debatte? Ist sie tatsächlich wichtig, vielleicht für auch den Fortlauf dieses Krieges? Ist die Bundesrepublik, was sich hier gerade abspielt, geopolitisch von Bedeutung? Das glaube ich eher nicht. Aber um es zu sortieren, es gibt ja nicht wenige Militärs, die auch sagen, Taurus-Debatte schön und gut, aber kriegsentscheidend ist es auf jeden Fall nicht. Das ist ja schon mal eine Aussage. So, das ist das Erste. Wenn Sie mich nach der Stimmung in Deutschland fragen, ich bin viel in deutschen Landen unterwegs und die Stimmung ist grauenvoll. Die Menschen sind auch fassungslos, in gewisser Weise verzweifelt, angstvoll, aber nicht angstvoll, weil sie Angst haben, dass in 5 Jahren, wie es ja in einigen Studien steht, in Anführung, in 5 Jahren in Berlin stehen, sondern angstvoll, weil sie befürchten, dass durch unüberlegte Entscheidungen eben kriegerische Auseinandersetzungen angezettelt werden, deren Ausmaß wir überhaupt nicht überblicken können. Eine gewisse Orientierungslosigkeit, es ist ja auch nicht so, als gäbe es jetzt 2 Lager oder was, sondern ich kriege mit, dass Menschen überhaupt nicht mehr wissen, wem sie folgen sollen, weil es alles so unstrukturiert ist und hin und wieder auch so offenkundig oberflächlich, und so doof sind die Menschen nicht. Also ich mache mir große Sorgen und ich würde mir wünschen, dass politische Entscheidungsträger, das Volk, die Bevölkerung in ihren Befindlichkeiten, in ihren Überlegungen, in ihren Sorgen und Nöten ernst nehmen und nicht alles wegbügeln, was nicht in die derzeitige politische Linie passt, mit der Aussage, das haben die nicht richtig verstanden oder sie sind auf irgendwelche Propaganda aus anderen Staaten reingefallen. Das muss dringend repariert werden. Und wenn Sie jetzt an einen Friedrich Merz denken, der in Kiew war, obwohl er gar nicht Kanzler ist, der mit Zelensky gesprochen hat, der ihm zugesichert hat, dass er Taurus-Marschflugkörper aus Deutschland liefern wird. Was würden Sie so einem Politiker aktuell sagen? Das möchte ich hier nicht wiederholen. Und wie glauben Sie, dass sich diese Lage etwas beruhigt, etwas weniger zuspitzt, etwas entspannt? Was glauben Sie, wäre jetzt nötig? Ich sag mal so, ich habe den Eindruck, dass sich in der Bevölkerung tatsächlich was rührt. Und ich hoffe und vertraue darauf, dass das auch ankommt in diesen politischen Entscheidungsträgerschichten. Und dass man vielleicht auf die Art und Weise dann dazu kommt, vernünftig, ohne Schaum vorm Mund, sachlich begründet, Dinge zu thematisieren, ohne von vornherein irgendwelche Etiketten anzukleben, die dazu dienen sollen, dass diejenigen, die etwas sagen, nicht desavouiert werden sollen. So. Jetzt haben ja viele, Sie haben den Unmut in der deutschen Bevölkerung haben Sie relativ gut umschrieben, finde ich. Viele wissen nicht mehr, wen sie wählen wollen. Wenn jetzt jemand oberste Priorität Frieden hat, wen würden Sie da heute wählen? Bündnis Sarah Wagenknecht hat gerade in Thüringen mit der CDU koaliert, die für Taurus-Marschflugkörper sind. AfD kann, will, darf sowieso niemand wählen. Wie würden Sie da quasi, was kann man in Deutschland heutzutage, wenn es im Hinblick auf eine Neuwahl des Bundestages, was kann man überhaupt noch wählen, wenn man auch mit Blick gegen Osten, ein gutes Verhältnis zu Russland, Frieden, wen kann man heute da noch wählen? Ja, Sie erwarten nicht ernsthaft, dass ich jetzt eine Wahlempfehlung gebe. Die Menschen sind schlau genug, sich das anzuhören und anzuschauen, zu lesen, was die einzelnen Parteien von sich geben. Und dann muss jeder für sich in seinem Kämmerlein und seinem Oberstübchen entscheiden,
was er verantwortungsvoll entscheiden kann. Ich halte es allerdings für wichtig, dass man auch wählen geht. Ich weiß, dass das schwer ist und dass sich möglicherweise vielleicht nicht so direkt aufdrängelt, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch dadurch Verantwortung übernimmt, dass man wählen geht, denn das gehört zu unserem System, sonst kann man das auf die Dauer nicht halten. Gibt es einen Politiker, eine Politiker, den Sie aktuell noch gut finden? Ich meine, Sie haben viele große Politiker erlebt, Merkel, Kohl, ich glaube sogar noch Willy Brandt, Helmut Schmidt. Oh ja, Meine, was sind so Politiker, die Sie vielleicht noch gut finden, von Statur, vielleicht nicht alles gut finden, aber so eine gewisse Aura haben, etwas darstellen? Sagen wir so, vielleicht nicht alles gut finden, ist gar nicht so schlecht. Aber ich mache keinen Hehl daraus, dass ich großen Respekt vor der Leistung von Sarah Wagenknecht habe, weil sie eine sehr gut begründete, wie ich finde, sehr gut begründete Außenpolitik betreibt. Und von daher würde ich mir wünschen, dass sich Menschen das anhören, was sie sagt, ohne von vornherein irgendwelche Zensuren zu verteilen. Ja. Vielleicht abschließend, wenn Sie jetzt einen Wunsch zu Weihnachten zugute hätten, was würden Sie sich aktuell wünschen? Herr, wie heißt das? Meine Oma hat immer gesagt, Herr, wirf Hirn vom Himmel. Nein, es ist im Grunde, es ist ja viel zu ernst, als dass man da Witze drüber machen könnte. Dass Menschen sich zuhören bis zum Ende des Gedanken, selbst wenn sie sich nicht leiden können. Das ist schon mal der Anfang. Und was bedeutet Ihnen Weihnachten generell? Bisschen Ruhe, Familie, ja, doch. Also Tür zu und alles mal ein bisschen draußen lassen, weil ich glaube, man braucht tatsächlich auch mal etwas zum Auftanken, damit man wieder aktiv werden kann, ja. Bevor es allerdings soweit ist, empfehle ich nochmals am 16. Dezember im Sendlinger Torkino den Film Gabriele Krone Schmalz Gedankenstrich verstehen. Bei Ihnen danke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, Ihr Interesse mit uns zu sprechen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen Dank.